Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten. Ich bin wieder im Mittelalter unterwegs und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar habe ich heute nochmal meine kleine Dorfkirche mitgebracht. Die hatte ich euch vor ungefähr einem Jahr schon mal gezeigt. Seitdem hat sich aber einiges getan. Sowohl am Äußeren als auch am Inneren und insgesamt an der ganzen Struktur der Kirche. Ja, und da dachte ich mir, das gucken wir uns heute mal zusammen an. Ja, und da starten wir direkt mal mit dem Äußeren der Kirche. Was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auffällt, ist, dass die Kirche um insgesamt 2 Noppen in die Länge gewachsen ist. Das ist einfach der neuen Bauweise geschuldet und hat noch den positiven Nebeneffekt, dass ich dann mehr Platz hatte für die Inneneinrichtung. Ja, und das Innere der Kirche erreicht man jetzt durch die neue Tür. Die ist zweiflügelig zum Öffnen und zum Schließen, natürlich Brickbild, wie sich das gehört. Und ist jetzt hier eingefasst in das neue Portal mit diesen Roundbricks und hier oben habe ich noch diese Wappen angebracht. An der Seite da hat sich auch einiges getan. Und zwar habe ich jetzt hier echte Fenster verbaut. Bisher waren ja da mehr oder weniger nur Löcher in den Wänden. Jetzt, wie gesagt, echte Fenster mit Rundbögen, wie sich das für eine anständige Kirche auch gehört. Und damit die gesamte Wand nicht so monoton aussieht, habe ich jetzt hier rund um die Fenster so eine Art Erker gebaut und die Seiten so um eine Noppe nach vorne gezogen. Die Fenster selber wiederum auf Jumperplates gestellt und eine halbe Noppe nach hinten versetzt. Einfach, dass das Ganze ein bisschen mehr Struktur bekommt. Das habe ich natürlich auf beiden Seiten gemacht, ganz klar. Ja, und was dann natürlich auf den ersten Blick auffällt, ist, dass wir jetzt hier noch einen kleinen Friedhof dran haben. Das sieht man ja in alten Dörfern häufig, dass direkt neben der Kirche irgendwie noch so ein kleiner Friedhof ist. Ja, und die Idee habe ich einfach aufgegriffen, habe noch 2 Gräber gebaut, eins hier mit so einem Kreuz, eins mit einem Grabstein und das Ganze dann halt mit einem Zaun umbaut. Und als nächstes komme ich mal zum Dach. Und wie die gesamte Kirche ist das natürlich auch nochmal um 2 Noppen in die Länge gewachsen. Nach wie vor immer noch modular abnehmbar. Und wie bei der ersten Version schon eine echt stabile Konstruktion. Das kann man abnehmen und wieder anbauen. Da passiert gar nichts. Wir haben die größte Veränderung, sticht natürlich sofort ins Auge. Wir haben jetzt hier vorne dran einen echten Kirchturm. Das kleine kreuzförmige Fenster hier vorne, das gibt es nach wie vor. Denn der Kirchturm, links und rechts jeweils ein Fenster und dann mit der Spitze und hier oben drauf nochmal ein Kreuz, das habe ich hier in dem Fall aus Technikelementen gebaut und dann ist halt auch das neue Dach an der Stelle schon komplett. Und dann gucken wir uns nochmal das Innere der Kirche an. Jetzt einmal voll ausgestattet. Im Gegensatz zum ersten Modell, wie gesagt, hier vorne die Türen, Brickbild zum Öffnen. Dann betritt man den Innenraum der Kirche. Die hat diesmal auch einen Fußboden gefliest. Sind noch ein paar Noppen frei, wo man noch die eine oder andere Minifigur hinstellen kann. Farblich habe ich den in Dark 10 und in Medium Nougat gestaltet. Und die Sitzgelegenheiten, die sind ein Ticken dunkler. Die sind in reddisch-braun und Dark Orange, also quasi Holztöne, so wie es wahrscheinlich auch realistisch ist für eine mittelalterliche Kirche. Ja, und hier hinten ist dann das Rednerpult, wo der Pfarrer dran steht, beziehungsweise noch ein großer Kerzenleuchter mit 3 Kerzen, der ungefähr so groß ist wie eine Minifigur. Ich denke, das passt schon so weit. Viel mehr war jetzt aufgrund der Größe nicht möglich. Wie gesagt, ich war schon froh, dass es noch um 2 Noppen in die Länge gewachsen ist. So hatte ich hier im Innenraum noch ein bisschen Flexibilität. Genau. So. Dann kann ich auch das Dach wieder drauf machen. Wie gesagt, das sind 4 Noppen, das ist kein Hexenwerk. Zack, schon ist es drauf und passt. Ja, und wenn euch die Kirche gefällt, könnt ihr euch die Anleitung gerne bei Rebrickable runterladen. Die habe ich da hinterlegt. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr von der Kirche haltet, wie ihr die findet. Ja, und dann sage ich Tschüss für heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!